Schluss mit brüchigen Nägeln und langweiligen Designs. Ich zeige dir heute, wie du deine Nägel richtig pflegst und wie sie zum richtigen Hingucker werden. Hi, ich bin Sophie, ich bin Make-up-Artist und Hairstylist. Ich mache seit über 10 Jahren Nail Art zu Hause und ich zeige dir heute ein paar meiner besten Tricks. Wir starten als erstes mit dem Thema Nagelpflege, also alles, was du beachten musst, um schöne und gesunde Nägel zu haben. Für Nagelpflege brauchen wir eine saubere Base, also wasche ich als erstes meine Hände und danach fange ich an, sie zu feilen. Ich bringe meine Nägel am liebsten in Form mit einer Glasnagelfeile. Die sind super sanft an den Nägeln, also sie verhindern, dass die Nägel von dem Feilen einreißen, sind aber auch langlebig genug und vor allem hygienisch. Und wenn ich dann überall diesen ekligen Nagelstaub habe, dann nehme ich ganz gerne einfach irgendeinen Pinsel und gehe einfach rum und dadurch sehe ich dann die Form auch viel klarer, als wenn da überall Staub drum ist. Manchmal habe ich etwas Haut, die mit auf den Nagel drauf wächst, deswegen benutze ich super gerne ein Nagelhautentferner Gel. Wichtig ist, damit ist nur die Hautschicht auf dem Nagel gemeint. Die Haut um den Nagel bitte nicht anfassen. Die ist super wichtig für die Gesundheit eurer Nägel. Wenn da Verletzungen reinkommen, kann es zu Infektionen führen. Und um die Nagelhaut dann wegzuschieben, nehme ich so ein Holzstäbchen und drücke damit dann die Haut auf dem Nagel zurück. Um das Ganze abzuwischen, weil das nicht auf dem Nagel bleiben soll, nehme ich mir einfach ein Wattepad und wische das einfach ab. Wenn ich jetzt meine Nägel nicht mehr lackieren möchte, dann nehme ich mir mein Nail Oil Pen mit Vitamin E Öl und Jojobaöl und mache den einmal oben um die Nagelhaut rum. Und ganz wichtig ist auch unter den Nagel, damit sie dort in das Nagelbett einziehen können. Nail Oil ist ein unglaublich wichtiger Step, den du auf gar keinen Fall skippen darfst, weil dadurch erhält dein Nagel Feuchtigkeit und bleibt flexibel. Weil trockene Nägel sind unflexibel und brechen dann sofort ab. Abschließend benutze ich immer ganz gerne eine Handcreme, um die Feuchtigkeit in meinen Nägeln und Händen zu versiegeln, damit die Nägel richtig schön gepflegt sind und dadurch auch schön lang werden. Weil wir aber heute hier sind, um unsere Nägel zu lackieren, würde ich jetzt einmal mit Nail Prep weitermachen. Und zwar benutze ich dafür immer erstmal einen Nagellackentferner, um überschüssige Fette und Öle von dem Nagelbett zu entfernen, damit der Nagellack viel länger drauf bleibt. Ich benutze ganz gerne einen Nagellackentferner mit Aceton, weil der einfach stärker ist. Wichtig ist nur, dass ihr danach den Nagel wieder richtig mit Feuchtigkeit versorgt, um das Austrocknen des Nagels zu verhindern, was Aceton halt eben begünstigt. Diese Tipps gelten natürlich nicht nur für die Fingernägel. Wenn du deinen sommerlichen Auftritt perfekt machen möchtest, gelten diese Tipps natürlich auch für die Fußnägel. So setzt du offene Schuhe perfekt in Szene. Welche Tipps hast du so für schöne und gepflegte Nägel? Hinterlasse gerne einen Kommentar unter dem Video. Mit frisch gepflegten Nägeln haben wir jetzt die perfekte Grundlage, um mit dem Lackieren zu starten. Wir machen als erstes den Nude Look und zwar im Glazed Donut Style, wie man ja von Hailey Bieber kennt zum Beispiel. Was bei einem semi-transparenten Nagellack besonders wichtig ist, dass ihr jedes Mal dieselbe Menge Nagellack drauf macht, um eine gleichmäßige Deckkraft zu erzielen. Dabei achte ich am liebsten darauf, dass ich auf dem Nagellackbürstchen jedes Mal die gleiche Menge von Nagellack drauf habe. Wenn ihr das Nagellackbürstchen nicht erst abstreicht, habt ihr viel zu viel Lack und überschwemmt somit das Nagelbett. Und damit dieser tolle Look auch auf den Fingernägeln bleibt, versiegeln wir das Ganze mit einer klaren Topcoat. Vergesst das Pusten und Händeschütteln, das bringt nichts. Was wirklich hilft, ist einfach warten und Tee trinken. Also ich mag den Satz. Ein Geheimtipp habe ich aber trotzdem noch für euch, und zwar sind das Quick Dry Drops. Diese verdunsten das Lösungsmittel im Nagellack und lassen ihn so wirklich schneller trocknen. Ich mache ganz gerne 2 Tropfen auf jeden Nagel und dann lasse ich das Ganze eine Minute antrocknen und fertig ist der Look. Und perfekt für den Sommer und jemanden, der es knalliger mag, habe ich jetzt noch ein weiteres Nail Design. Und zwar machen wir jetzt weiter mit dem Color Swoosh. Und dazu habe ich, passend zu meinen Schuhen, mir sommerliche Nagellackfarben ausgesucht. Das Besondere an diesem Look ist, dass wir mit einem Nail Art Pinsel Freestyle-mäßig organische Formen auf die Nägel malen. Zwischen den Applikationen und den verschiedenen Farben ist es super wichtig, den Pinsel komplett zu reinigen, damit da kein trockener Nagellack dran ist, denn das macht die Applikation super schwierig. Das Holzstäbchen benutze ich dafür, um Fehler am Nagelrand einfach und präzise wegzumachen. Der Nachteil von dem Wattestäbchen ist, dass der nicht so präzise ist und zudem auch noch fusselt. Auch hier benutze ich dann meine Quick Dry Drops. Wir sind jetzt fertig mit dem Design. Ich habe das schon mit Klarlack versiegelt und jetzt als Finishing Touch benutze ich immer noch mal gerne Nagelöl, einfach damit die Nägel und die Nagelhaut besonders gut aussehen.
Meine Lieblingsvariante ist definitiv die Color Swoosh, weil ich es einfach liebe, vor allem im Sommer, meine Nägel zu meinen Outfits und meinen Accessoires zu matchen. Wie sieht's bei dir aus? Bist du Team Nude oder Team Color Swoosh? Schreib's in die Kommentare. Egal wofür du dich entscheidest, fühl dich einfach wohl und hab Spaß dabei.